Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute möchte ich eine Karte zaubern, beziehungsweise ich vermute, es werden mindestens 2 Karten werden. Und zwar für Arbeitskollegen. Ich hatte mir überlegt, aus meinem letzten Haul mich mit den Mäusen hier zu beschäftigen. Das war von Create a Smile. Unmatched nannte sich dieses Set. Und da weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich glaube, das war schon 3 Hauls zurück. Da habe ich mir den Bulli hier eingesteckt. Der wird heute auch zum Zuge kommen. So, und jetzt muss ich erstmal ganz viel abstempeln und kolorieren. Und dann gucken wir mal, dass ich irgendwie eine Karte zusammenfüge. Zum Kolorieren nehme ich jetzt einmal aus diesem Spiralblock ein Blatt raus. Das mache ich jetzt nicht immer so, aber heute ist mir danach. Die sind perforiert und dann kann man raustrennen. Jetzt schneide ich mir das noch ein bisschen kleiner zu und dann geht es in die Stempelhilfe rein. So, da habe ich schon mal alles parat gelegt. Ich werde heute mit Uhuhu-Markern arbeiten. Das sind die hier. Wer mir auf Instagram folgt, hat gesehen, dass ich mit denen schon gearbeitet habe. Das ist jetzt das 96er Pastellset, was ich mir geleistet habe, kurzerhand. Und ich habe, weil ich es mir noch nicht anders umsortiert habe, noch meine Swatchkarten hier, auf die gucke ich. Dazu werde ich gleich für die Highlights so einen Postkaststift nehmen. So einen weißen Acrylstift ist das. Und ja, das ist von Tombow, der ist schon ein bisschen älter, ein Mono Drawing Pen. Falls ich hier irgendwelche Linien oder irgendwas nachziehen muss, habe ich die auch noch hier parat. Ja, und dann kann es eigentlich losgehen. Ich würde jetzt mal mit den spielenden Mäusen beginnen. So sehen jetzt also meine ausgeschnittenen und kolorierten Teile aus. Niedlich, die Mäuse. Absolut niedlich. Ich bin glücklich, dass ich mir dieses Stempelset bei Create a Smile damals bestellt habe. Gut, und während ich das alles so gemacht habe, wie so üblich, habe ich mich dann entschlossen, noch eine dritte Karte zu machen. Dann habe ich mir schon mal Auflagen zurechtgeschnitten, 2 Stück in weiß, und zwar aus einem Copypapier. Da habe ich dann aus dem neuen Vintage-Block, ich zeige euch den noch mal kurz. Das ist dieser hier, ne? Den hatte ich euch letztens gezeigt. Da war ich doch so glücklich, endlich mal wieder neue Blöcke ergattern zu dürfen. Und da war ein Blatt drin, was so ein bisschen Vintage-mäßig, da ist es, da ist der Rest. Da habe ich ein Stück von abgeschnitten, was so Vintage-mäßig mit so Klecksen war. Das habe ich mir einmal zugeschnitten hier. Und dann habe ich zweimal einen Sand-Strand-Hintergrund. Das ist aus diesem Block. Den habe ich mittlerweile in Plastik eingepackt, weil ich da schon so viel rausgeschnitten habe. Ich gucke mal, ob ich ihn rauskriege, ohne dass mir gleich alles entgegenkommt. Da ist schon so viel in Einzelteilen. Den gab es letzten Sommer, soweit ich weiß. Da habe ich so viele Stripsel mittlerweile. Ich packe das dann immer alles zusammen in die Hülle, damit einfach die Stripsel und Reste zusammenbleiben. Da habe ich zweimal was gemacht, und zwar einmal in längs, in 14 cm Länge, sodass es auf so eine Auflage direkt drauf passt. Und mit einer etwas älteren Randstanze vom Action. Das ist diese hier. Könnt ihr sie sehen? Mit der habe ich einmal hier ausgestanzt. Das wird für eine Karte sein. Das gleiche habe ich dann hochkant in 10 cm Breite, ebenfalls mit dieser Randstanze ausgestanzt. Also der gleiche Block, der gleiche Sandhintergrund. Und der wird dann gleich hochkant
zum Einsatz kommen. Dann habe ich ein kleines Stückchen so, ja, mintfarbenes Holz. Es ist auch ein älterer Block. Das ist dieser hier, Feeling Rustic. Da habe ich noch gar nicht so viel rausgemacht. Nur dieses Holz habe ich bis jetzt verwendet gehabt. Das ist hier. Ich glaube, jetzt ist innen drin an Holz nur noch das mit dem folierten. Das andere habe ich jetzt, glaube ich, so ziemlich verbraten. Ja, den Rest habe ich verbraten. Also das ist jetzt der letzte Rest, den ich jetzt von diesem Holz noch habe. Finde ich total schön, die Farbe. Das wird gleich hier mit diesem Vintage zusammenkommen. Und ich habe mir ein kleines Stückchen Vellum genommen und ja, da habe ich einfach mal geguckt, dass das so breit ist, dass der Bulli drauf passt. Das war alles, habe ich jetzt nicht so genau abgemessen und habe dann einfach nur von Hand, allerdings, ich habe kein Reißlineal, von Hand beide Seiten einfach nur gerissen. Dazu habe ich jetzt noch ein Stempelset, auch von Creative Smile. Das nennt sich Tolles Team. Hatte ich mir letztes Jahr gekauft. Und da werde ich benutzen jetzt gleich Auf zu neuen Abenteuern oder Jetzt werden Träume gelebt. Also eins von den beiden wird gleich mit dem Bulli zum Einsatz kommen. Dann Alles Gute zum Ruhestand werde ich einmal abstempeln und Willkommen im Team. So, und so setze ich jetzt einfach mal alles zusammen. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go and burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling the stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. So sieht das Ganze jetzt im Moment aus. Und jetzt habe ich mir recht spontan überlegt, dass die obere Ecke gleich wahrscheinlich ein bisschen zu nackig aussehen wird. Ich aber nicht die Sonne hier aufstempeln werde, weil die mir einfach, ja, die ist mir zu plastisch irgendwie, ne? Ich habe vor einiger Zeit mit dieser Schablone mir selber so ein Stencil gemacht und den würde ich heute einfach nochmal benutzen. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill, gonna leave it all behind. So, und die letzte, eigentlich im Prinzip von der Machart her, wird sie ähnlich wie diese hier werden. Ich werde hier auch blau wischen und Spruch drauf machen, die Mäuse drauf. So, und jetzt habe ich mir ja hier markiert, wo die Auflage anfängt. Das heißt, ich kann mit meinem Pinsel von hier unten starten. Denn das erste Mal, wenn man so einen Pinsel ja auf das Papier bringt, dann macht er ja erstmal so einen dicken Abdruck. Dann kann ich von hier starten und von hier aus die Farbe hochwischen. Und dann weiß ich, dass es oben einfach immer nur schön verwischt ist und alle Patscher, die da kommen durch den Pinsel, sind ja durch den Aufleger, der da drauf geklebt wird, also der Strand quasi, sind die ja verdeckt. Ich werde diesmal Metallic-Spritzer machen, indem ich von meiner Embellishment Mousse mir quasi meine Metallic-Farbe eben selber anrühre. Ich habe nämlich hier so eine schöne, die nennt sich Polarwind.
Und das ist ein schönes, helles, kühles Blau. So, dazu nehme ich so ein ganz, ganz kleines bisschen. Es reicht schon. Wirklich nur so ein Bröckchen. Das reicht. Mehr ist da nicht notwendig. Hier habe ich mir Wasser abgefüllt in so eine Sprühflasche, die ich ja mal hier an der Seite stehen habe. Jetzt tue ich mal für die Sekunde noch, wie ich das jetzt sprühe, den Aufleger noch für eine Sekunde weg. Ich mache nur ganz wenig Sprenkel. Würde ich jetzt mehr machen wollen, wenn ich das geplant hätte, hätte ich Aquarellpapier genommen. Aber für nur so ganz wenig Sprenkel, da geht auch völlig dieses normale weiße Auflegerpapier, was ihr nehmen möchtet. Ob das jetzt grundweiß ist, ob das wie in meinem Falle dieses Copypaper ist. Na, aber wenn man jetzt mehr machen wollte, dann müsste es natürlich Aquarellpapier sein. So, dann mache ich jetzt nur so ein paar Sprenkelis. Reicht. Und das ist mir jetzt noch so eine Winzigkeit zu nackig. Da nehme ich jetzt noch einen Glitzerstift. Den nehme ich heute mal. Das ist Crystal Clear von Spectrum Noir. Da mache ich jetzt auf meinen Acrylblock einen Klecks drauf. So, und hier klopfe ich mir jetzt ein bisschen Glitzer drauf. Dieses Crystal Clear, das ist wirklich clear und macht einfach nur einen Schimmer. So. So, ihr Lieben, das sind meine Inspirationen für Grußkarten für die Arbeitskollegen mit einmal allem Guten zum Ruhestand, willkommen im Team und jetzt werden Träume gelebt. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen was dazu gemacht, weil es mir dann doch irgendwie nicht genug war. Hier auf dieser Karte habe ich mit Nuvo Drops, das nennt sich Morning Dew, das ist das hier, noch ein paar Drops drauf gemacht. Das ist ja ein Drop, der total klar austrocknet. Ich zeige euch das einmal kurz, weil jetzt ist er noch nicht ausgetrocknet und dann hat er noch so eine kleine Milchigkeit. Das verliert er aber, wenn er dann komplett durchgetrocknet ist. Ich zeige euch das mal eben. Hier könnt ihr das in meiner Übersicht sehen. Und zwar da ist der Morning Dew. Das ist dann wirklich wie Tautropfen hinterher, ne? Und bei der hier habe ich das ähnlich gemacht. Da habe ich auch nochmal Nuvo Drops aufgebracht. Allerdings nennt sich das hier Sea Breeze. Das ist das hier. Und auch die trocknen komplett klar aus. Die sind dann hier, wo ich meinen Daumen habe. Da könnt ihr sie sehen. Eine schöne Farbe, so ein helles, mintiges Blau. Auch schön dezent. Hier habe ich noch ein paar Sprenkel drauf gemacht, allerdings nicht in schwarz, sondern in braun, damit sich das Ganze mit diesem Vintage und in diesen braunen Animal Dots wiederfindet. Ja, und jetzt kann ich mich nur noch herzlich bedanken, dass ihr mir hier zugeschaut habt. Dankeschön. Habt euch wohl, bleibt kreativ, bleibt gesund und bis bald. Tschüss, eure Elfi.